Hallo zu einer neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Heute geht es wieder um das Kamerasystem Formel 1, aber dazu später mehr, denn wir stehen hier in Knuffingen an der uralten Feuerwache. Wir haben gesagt, sie steht unter Denkmalschutz und sie ist komplett neu, weil, wie macht man das bei denkmalgeschützten Gebäuden? Man darf nur so sanieren, wie es vorher auch aussah. Und man sieht also gar nicht, dass diese Feuerwache komplett neu ist. Und genau genommen ist es auch schon die dritte. Wir haben die 2001 damals in Betrieb genommen und es war natürlich einfach genial. Das war meine Vision, mein Traum. Feuerwehrautos, die Blaulichter anmachen, aus der Wache rausfahren und dann das Schloss löschen oder ähnliches. Aber ich wusste auch schon am Tag nach der Öffnung, habe ich zu Freddy gesagt, oh, ich wünschte mir so sehr, dass die Tore auch hoch und runter gehen. Aber das haben wir uns damals sowohl mechanisch als auch vom Dauerbetrieb hier nicht getraut. Aber wir haben immer von geträumt. Und ungefähr vor 5 Jahren haben Stefan und ich uns dann mal hingesetzt und haben gesagt, können wir das nicht doch machen? Und Stefan hat ein halbes Jahr eine so geile Mechanik gebaut, sage ich mal so, die das einfach eigentlich perfekt löste, das Problem. Wir haben das im Dauerbetrieb getestet, haben auch in Gerrits Tagebuch mal kurz darüber berichtet und waren eigentlich kurz vorm Einbau, bis wir so ganz kleine Schwachpunkte merkten und überlegt haben, wie wir die lösen können. Dann hatte Henrik eine Idee und hat das Projekt einfach nochmal von ganz vorne angefangen und hat das mit Linearantrieben unter der Anlage gemacht. Bei Stefan hätte man die Wartung von oben, Dach abnehmen machen können, bei Henrik von unten. Aber der wichtigste Punkt, eigentlich der ausschlaggebende war, wenn mal was klemmt, wenn mal ein Auto zwischen dem Tor klemmt oder dagegen gefahren ist, ein Tor nicht hoch oder runter geht, dann möchte ich, dass die Mechanik, die eventuell auch mal kaputt ist, das nicht blockiert, das Tor, sondern ich trotzdem jederzeit das Tor hochschieben kann und es von alleine wieder runterfällt. Und das war nachher der ausschlaggebende Punkt für diese Lösung. Dauertest gemacht, Dauertest, 3 Jahre Dauertest gemacht. Nein, wir haben auf den Zeitpunkt gewartet, wo wir hier einen massiven Umbau machen können. Und es war uns gleichzeitig bewusst, bei so einer aufwendigen Mechanik, das muss man rausnehmen können. Also muss die ganze Feuerwache rausnehmbar sein und der Umbau, der war einfach prädestiniert für diese Lockdown-Zeit. Und da seht ihr im Hintergrund ja gerade ein paar Bilder. Saubere Arbeit, weil man sieht zwar hier noch einen kleinen Schlitz, den werden wir noch kaschieren, dann ist das fertig. Aber was wir noch nicht gesehen haben, auch ich nicht, ist ein echter Feuerwehreinsatz. Wir haben die Tore teilweise mal hoch und runter gefahren, klar, um zu testen. Aber ich würde mal sagen, Axel, zünd mal das Schloss an, dass wir jetzt mal gucken, wie es aussieht, wenn ein Löschzug ausrückt und 3 Tore hochgehen. Ich befürchte, dass eine Umprogrammierung, die ich heute Nacht noch gemacht habe, nicht den gewünschten Erfolg bringt, weil mir war aufgefallen, dass wahrscheinlich alle 3 Tore gleichzeitig hochgehen. Ich habe noch einen Schnellschuss jetzt hier kurz vorher versucht, aber mal gucken, es kann sein, dass alle 3 Tore gleichzeitig hochgehen. Das werde ich dann natürlich noch ändern, weil es ist ja immer jedes Mal ein bisschen anders, wer drückt den Knopf fürs Tor. Das soll hier natürlich auch so sein. Man sieht, der Rauch sieht schon ziemlich cool aus und da gehen die Tore hoch. Sie gehen alle 3 gleichzeitig hoch. Ich habe also noch eine Baustelle. Jetzt ist wichtig, das war nämlich viel Programmierung, dass die Autos auf jeden Fall warten, bis das Tor hoch ist, was bei einem geregelten Einsatz nicht so schwierig ist, weil das ist so ein fester Ablauf, aber auch im Normalbetrieb. Einer stellt fest, ich möchte mal in die Ladestation oder ein Auto kommt aus der Werkstatt zurück, dann müssen die Autos diese Torsteuerung anfordern, müssen also, wenn sie zurückkommen, die Anforderung stellen, ich möchte das Tor hoch haben und warten, bis es oben ist und genauso, wenn sie aus der Wache raus sollen, natürlich warten, bis das Tor oben ist, weil sonst knallt es. Andersrum muss das Tor auch geschlossen werden, wenn sie losgefahren sind und das soll ungefähr immer gleich sein, weil das funktioniert durch eine Lichtschranke in echt bei den echten Feuerwachen und ist auch hier so realisiert, zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn das Auto raus ist, schließt das Tor automatisch. Super, ich freue mich. So, jetzt gucken wir uns das Schloss mal an. Ja, man sieht, der Rauch gefällt mir viel besser als früher. Da haben wir einfach noch mal ein paar Sachen geändert. Was mir jetzt nicht mehr so gut gefällt, ist das Brandflackern. Das ist ein bisschen schwächer als vorher. Da müssen wir noch mal bei und die Helligkeit deutlich erhöhen. Aber wichtiger ist mir ja heute, ob das Heimkehren nach dem Einsatz aus der Wache einwandfrei funktioniert. Also sprich, dass sie nicht gegen ein geschlossenes Tor fahren. Das kann ich gleich gucken. Bis dahin genieße ich mal den Einsatz. So, das reicht mir. Wie gesagt, ich will sehen, ob sie wieder brav in die Wache zurückfahren und nicht gegen das Tor ditchen. Axel, du kannst den Einsatz abbrechen. Danke. So, jetzt kommt der Erste zurück. Und ich habe es so programmiert, dass er da hinten jetzt das Tor irgendwann anfordert, weil es wäre auch Quatsch, dass das Auto hier ist und das Tor geht schon hoch, weil das ist in echt auch nicht so. Die kommen an und dann drückt irgendjemand den Knopf, entweder sieht es von drin jemand oder wie auch immer. Jetzt ist wichtig, der fährt in die Ladestation. Tja, so ist das, wenn die Autos durch unseren Lockdown sehr viel stehen. Kann es mal passieren, dass er genau hier gerade festgestellt hat, dass sein Akku leer ist. Gut, wir warten auf den nächsten.
So, ich musste kurz aufräumen. Ihr habt jetzt also einen Cut in der Zeitline und es stehen 2 andere Fahrzeuge in der Wache als vorher. Der Grund ist, 2 Autos waren gleichzeitig leer, haben sich ausgetauscht und eins hat irgendwo einen Fehler gemacht. Ich musste aufräumen. Auf jeden Fall kommt jetzt die Drehleiter und fordert in diesem Moment das Tor an. Jetzt muss sie eigentlich warten. Sie wartet, weil in dem Moment, wo ein Feuerwehrauto zurückkommt, die haben keine Fernsteuerung, die sie 2 Blocks weiter schon drücken und dann geht das Tor hoch, sondern der Wachhabende sieht, das Auto kommt, sieht es auch nicht, dann steigt jemand aus und macht das Tor auf. Das heißt, es ist immer so ein bisschen unsicher, im echten Leben jetzt, wann das Tor aufgeht. Das heißt, das habe ich versucht so ein bisschen nachzustellen. Wichtig ist aber, und das hat geklappt, dass das Auto nicht gegen ein geschlossenes Tor fällt. Und dass in den anderen Sachen immer ein bisschen Zufall drin ist. Weil der Zufall, der ist mir so ungemein wichtig. Ich möchte nicht, alles klar, Auto kommt an, exakt in dem Moment geht das Tor hoch, zack, Auto fährt rein, zack, in dem Moment geht das Tor runter. Das soll nicht so sein, weil es im echten Leben auch nicht so ist. Beim Tor runtergehen ist es so, weil da wird es über Lichtschranken geschaltet. Und genauso habe ich es auch realisiert und das hat mir gerade sehr gefallen. Die Feuerwache, da gibt es noch ein bisschen was zu tun. Beim Brandflackern, bei dem neuen Rauch und so weiter gibt es noch ein bisschen was zu tun. Wir haben noch eigentlich vor, endlich die Ampeln neu zu machen. Die sind auch 20 Jahre alt, aber das werden wir hoffentlich bis zur Wiedereröffnung, wann auch immer sie ist, nicht schaffen. Das wäre mein Wunsch. Aber Formel 1 ist ja noch ein großes Thema. Daniel hat sich mit den Modellbauern zusammen hingesetzt und aus Resten eine Testwiese sozusagen, eine Spielwiese gebaut, um das Kamerasystem auszuprobieren. Und das ist super. Ich nehme euch mal mit. Ja, nach 20 Jahren Miniatur Wunderland ist es nicht leicht, mich zu überraschen, aber euch ist es geglückt. Denn euch ist Daniel, Sönke und Schuh. Die 3 haben über Nacht aus Modellbauresten eine Formel 1 Teststrecke gebastelt, kann man sagen. So habe ich es nämlich morgens genannt. Was habt ihr denn da gebastelt? Und dachte, naja gut, lass sie spielen, die Kinder. Aber ich sehe die Ernsthaftigkeit mittlerweile und vor allen Dingen, wie doll uns das weiterhilft. Absolut. Wir haben jetzt eine Testplatte gebaut, die deutlich größer ist als die erste Variante. Wir haben jetzt 9 Kameras installiert. Wir haben sehr viele Häuser aufgebaut. Wir haben mit den Bäumen und den Fahrbahnmarkierungen jetzt auch Farbakzente gesetzt und können auf diese Weise herausfinden, welche Qualität an Bildern können wir denn generieren. Das war für uns jetzt der wichtigste Aspekt hier bei diesen ganzen Geschichten. Und wir wollten auch mal längere Geraden haben, wir wollten Kurven haben, in denen wir mal schauen können, was passiert denn, wenn so ein Auto auf eine Kamera zufährt? Was passiert, wenn ein Auto um die Kurve fährt? Wie können wir das mit den Kameras festhalten? Und das hat uns diese Testplatte sehr, sehr gut beantworten können. Und es zeigt sich tatsächlich, wir brauchen gar nicht so viele Schwenks, wie wir am Anfang dachten, weil es zeigt sich doch, dass Schwenks ein Problem sind, weil die Kameras anfangen zu wischen. Also wir haben sogar schon versucht, mit mechanischen Lösungen doch mal es zu versuchen. Aber es fängt immer an, ein bisschen zu wischen oder zu ruckeln dann, ne? Absolut. Zumal die Formel 1 Autos etwa um den Faktor 3 schneller sind als dieses Auto jetzt hier. Und es ist auch fürs Auge am Ende kein schönes Bild, wenn wir versuchen, dieses kleine Auto einzufangen. Ja. Wobei, wir sind dann auch, ich gebe da noch nicht auf, aber wahrscheinlich, Daniel hatte nämlich vorgeschlagen, dass es eigentlich schöner sei, das Auto nur leicht zu verfolgen, weil dann der Schwenk nicht so verwischt wird. Ja, was auch ganz cool ist die Hubschrauberperspektive. Die habe ich nämlich noch nicht gesehen, da bin ich ganz gespannt drauf, aber ich habe schon gehört von dir, dass es ganz gut aussieht. Absolut. Kannst du die mal anschmeißen? Also dieser Hubschrauber, der auch bei Formel-1-Übertragungen immer über der Strecke fliegt. Genau, wir haben jetzt hier einen Hubschrauberflug, der auch reinzoomt in die Strecke, auch wieder rauszoomt. Jetzt hier runterfährt über die Start-Ziel-Gerade hin zu den nächsten Kurven 1 und 2. Und das ist durchaus etwas, was ich mir sehr, sehr gut für den echten Monaco-Abschnitt vorstellen kann, der natürlich super detailreich ist mit den Gebäuden, mit den Dachterrassen, mit den Balkonen, die da dicht besetzt sind. Aber da wäre es mal spannend, da könnte ich sozusagen mal eine Frage an euch stellen, weil wir sind uns teilweise nicht sicher. Wir sind natürlich manchmal greifen wir zu den Sternen und wollen irgendwie was ganz Tolles machen. Wer sich die letzte Folge von Gerrits Tagebuch nochmal anguckt, da sieht man diese Bilder, wie wir versuchen, das Formel-1-Auto zu verfolgen. Das heißt, da ist das Auto groß im Bild und wir verfolgen das kriegen wir auch hin, aber das Bild ruckelt ein bisschen. Oder lieber langsame Bewegungen, wo das dann ein bisschen aufgezogen ist, das Auto kleiner ist, aber dafür ruckelt es nicht, was ihr schöner finden würdet. Und losgelöst fällt mir noch ein, dass wir nach der letzten Folge unheimlich viele Zuschriften gekriegt haben und dafür möchte ich mich mal ganz herzlich bedanken, ich habe immer das Erlebnis, wenn wir uns einem technischen Problem widmen, natürlich gibt es viele Experten, bei 83 Millionen alleine in Deutschland ist immer ein Experte für irgendwas dabei, aber dass ihr dann auch immer den Antrieb habt, uns dann das zu schreiben, das finde ich einfach wunderbar. Und wir kriegen so tolle Tipps, dass wir manchmal aber auch das Problem haben,
dass ich sozusagen sage, okay, ja, ich weiß, wir sind ja eigentlich sind wir ja Amateure, jetzt so Kameraübertragung, das haben wir vorher noch nie gemacht, da beschäftigen wir uns einfach mal mit. Und klar, wenn jemand vielleicht KI-Algorithmen für Objektverfolgung von irgendwelchen Kameraaufnahmen für autonomes Fahren oder wie auch immer macht, dann kennt derjenige oder diejenige sich natürlich viel, viel besser mit solchen Systemen aus als wir und sagt sich vielleicht so ein bisschen, oh Gott, was machen die da für Amateurkram? Dafür möchte ich mich sozusagen entschuldigen und gleichzeitig aber auch rechtfertigen sozusagen, warum wir das Rad selbst erfinden wollen und damit natürlich als Laie ein bisschen auch begrenzt sind in unseren Möglichkeiten. Da ist nämlich ein schönes Beispiel. Wir haben vor 20 Jahren, beziehungsweise vor 18 Jahren war das erst, in USA ein Sound-Matrix-System in Betrieb genommen, was die Feuerwehrautos verfolgt. Das heißt, dass der Ton immer da ist, wo die Feuerwehrautos sind, weil der Akku und der Lautsprecher von den Autos nicht ausreicht, um schönen Sound zu machen. Das haben wir nicht selbst gemacht, sondern das haben wir zugekauft und es ist ein hochkomplexes System mit Laufzeitenveränderungen bei den Lautsprechern oder wie auch immer und bietet ein brillantes Ergebnis. Wird nur schon lange nicht mehr gewartet, es gibt keine Ersatzteile mehr, das Softwareprojekt ist eingestellt. Nachfolgeprojekte sind für uns viel zu groß, auch vom Preis her, und wollen eigentlich viel mehr, als wir brauchen. Das heißt, da stecken wir seit Jahren in dem Problem, wir können dieses System nicht reparieren, nicht warten, nicht pflegen oder irgendwas. Also haben wir gesagt, wir machen das selbst. Und ich habe euch ja schon mal in einer Folge von Gerhards Tagebuch das Soundsystem für Monaco gezeigt. Das ist tatsächlich dann eher die simple, laienhafte Lösung, die dann mit viel Fleiß umgesetzt wird, aber am Ende A funktioniert, B ein gutes Ergebnis bringt und das Allerwichtigste, wir können das über Jahre pflegen und warten und zur Not, wenn wir 20 Jahre nicht ran wollen, müssen wir das auch nicht. Deswegen, ich habe so tolle Zuschriften, gerade was diese Kameratechnik angeht, wo ich da sitze oder wir beide saßen und sagen, oh, das wäre so genial, wenn wir das einsetzen könnten, aber wir wissen, es macht keinen Sinn, irgendwelche Softwarebausteine bei uns zu integrieren, die wir nicht die nächsten 20, 30 Jahre selbst pflegen können. Deswegen bleiben wir mal wieder bei dem System, aber also erstens cool, dass ihr das mit der Testanlage gemacht habt und ich bin mittlerweile total zuversichtlich, dass wenn die Formel 1 an sich so funktioniert, wie wir es uns vorstellen, die Kameraübertragung dem Ganzen noch ein kleines i-Tüpfelchen aufsetzt. Absolut. Somit freuen wir uns darauf, dass hoffentlich in 3 Wochen, ich weiß, es ist ein Running Gag, das sage ich jetzt fast schon seit einem halben Jahr, die Platinen ankommen, die ersten 4 und diesmal auch funktionieren. Sie werden jetzt doch in Deutschland gefertigt. Es ist eine lange Geschichte und ein weiter Weg, warum in China man aufgegeben hat, sich gesagt hat, ey, das kriegen wir nicht hin. Das waren kurz ganz dolle hängende Köpfe hier, weil wir kurz dachten, das Projekt ist begraben. Dann haben wir uns aber auch noch mal überlegt, wir könnten was ändern mit einem deutschen Hersteller, mit dem wir schon jahrelang was zusammen machen, noch mal ein paar Sachen besprochen und der hat gesagt, wir probieren jetzt was aus. Wir verlieren zwar ein bisschen unseres Magnetfeldes, ein paar Prozent, aber wir sind zuversichtlich, dass wir in 3 Wochen das schwarze Gold endlich bekommen und das werde ich dann ganz stolz in die Kamera zeigen, sofort in Monaco einbauen und dann werden wir auch gar nicht mehr auf unserem Testoval testen, das schieben wir dann zur Seite, sondern werden direkt auf der Start- und Zielgerade, das wären nämlich die ersten Teile, die kommen, direkt versuchen zu testen und da nur noch den ganzen Tag hin und her waren. Da freue ich mich drauf, drückt die Daumen, dass es so kommt und vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss!